Hallo liebe Autofreunde, heute geht es um den Rolls-Royce Phantom in der Extended Wheelbase von Kyosho in 1:43. Bleibt dran! Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wie gesagt um den Rolls-Royce Phantom, ja, von Kyosho in 1:43. Ich habe übrigens schon mal einen Rolls-Royce vorgestellt, erst vor kurzem. Und wir schauen uns die Verpackung schnell an. Sehr edel, meiner Meinung nach, ja. Rolls-Royce typisch, beziehungsweise von Kyosho. Hier die Beschreibung, ja. English White, ja. Werden wir aber gleich sehen und ich werde den Wagen jetzt mal auspacken. Ja, ist hier ganz edel verpackt, meiner Meinung nach. Ja, hier oben mit so einem Samtkissen oder Aufsatz, besser gesagt. Den entferne ich jetzt mal. Und hier drin kommt der Wagen schon zum Vorschein. Und auch hier mit so einer edlen Schlaufe. Und der Wagen kommt zum Vorschein. Und natürlich Rolls-Royce typisch, sehr elegantes Fahrzeug, ja. Ich habe dazu übrigens schon mal ein Coupé vorgestellt. Link dazu natürlich in der Beschreibung oder hier oben im i. Auch in English White oder English Weiß, wie die Farbe heißt. Sehr schön, natürlich auch von Kyosho in 1:43. Passt alles sehr gut zusammen. Ich finde die Autos sehr edel, also sowohl die echten als auch die Modellautos. Gerade von Kyosho. Vor kurzem habe ich übrigens auch noch den Vorgänger von dem Rolls-Royce Phantom vorgestellt. Und zwar Phantom, also von dem Phantom 7. Und zwar der Phantom 6. Natürlich auch in der Beschreibung verlinkt und im i. Ich bitte übrigens die Motorsägengeräusche hier zu entschuldigen. Die sind gerade erst begonnen worden. Ja, wir schauen uns natürlich erstmal die Front an. Und die ist natürlich Rolls-Royce typisch, sehr elegant, mit diesem riesigen, mächtigen Kühlergrill. Seit diesem Wagen übrigens, seit es den gibt, habe ich mich irgendwie in den verliebt. Das Teil sieht relativ, obwohl es so groß ist, immer noch sehr sportlich aus oder sehr elegant. Sportlich ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall nicht protzig in Form von, ja, too much. Es ist immer noch gerade in der, ich sag mal, in der Waagschale. Zwischen Eleganz und Protz. Ist ja auch ein Rolls-Royce. Also wie gesagt, Kühlergrill, sehr schön gemacht. Ja, hier mit Chrom, mit der Statue of Ecstasy drauf. Die Emily, ja. Die Frontscheinwerfer sind auch gut gemacht. Die Nebelscheinwerfer natürlich dabei. Und ja, was soll ich dazu sagen? Sieht gut aus, ne? Schauen wir mal zur Seite. Jetzt hoffe ich, dass ich das gut rüberbringen kann. Ich stelle es mal etwas tiefer. Und das ist natürlich eine Eleganz, die das Fahrzeug ausstrahlt, sowohl der echte als auch der kleine. Also wie gesagt, seit es den 2003, glaube ich, vorgestellt gibt auf dem Markt, habe ich mich in diese Karre verliebt. Wirklich sehr edel gemacht, ja, eine ganz langgezogene Linie haben wir hier durch, ja, die Schulterlinie. Ein riesengroßes ja, C-Säulenbereich haben wir hier. Ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr edles Fahrzeug. Ich kann es nur mal wiederholen. Hier unten haben wir übrigens eine Reflexionsleuchte oder einen Blinker. Ich weiß nicht, ob der aktiv ist. Ich habe es hier in Deutschland noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Habe ich aber auch nicht darauf geachtet. Schiebedach hat dieser Wagen übrigens auch. Ja. Und die Felgen sind natürlich auch Rolls-Royce typisch eine Wucht und auch wenn man die bewegt, ja, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da bleiben die, ja, das Emblem stehen, ja, könnt ihr sehen? Also das Emblem bleibt einfach stehen, so wie im Original auch, das gefällt mir natürlich sehr gut. Hier die Griffe sind auch sehr edel, riesiges Chrompaket natürlich dabei. Und die Tür geht natürlich nach hinten auf. Im Kleinen jetzt nicht, aber ich habe ja sämtliche Rolls-Royce, wie gesagt, schon vorgestellt. Dazu bitte die Playlist mal anschauen. Würde mich sehr freuen, denn ich habe diesen Wagen auch in groß, in schwarz von Kyosho bereits vorgestellt. Und das lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken. Das ist wirklich eine Wucht. Schauen wir uns den Wagen von hinten an. Ja, auch sehr schön. Mit dieser großen Chromleiste, auch sehr edel. Die Lichter, die nach unten gezogen sind, wie ein Turm, passen auch sehr gut zum Fahrzeug, wie ich finde. Das ganze Auto ist sowieso sehr, sehr angelehnt an den Vorgänger, ja, an den Phantom 6. Nur natürlich noch mit Neuerungen, die, sag ich mal, die neue Zeit gebracht hat. Und ja, wir schauen mal in den Wagen herein. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ist auf jeden Fall wirklich sehr edel gemacht, wie ich finde.
Ja, hier hinten auch sehr, sehr luxuriös das ganze Fahrzeug. Also da kann man sich auf jeden Fall drin wohlfühlen. Als Modell natürlich auch sehr schön gemacht. Kann man nichts sagen. Also für den Preis, ich finde es auf jeden Fall durchaus berechtigt. Die gibt es auch immer wieder noch zu kaufen. Die schwarze Version hat leider hier eine silberne Front. Ja, hier oben das Dreieck ist prinzipiell Silber. Ich verstehe nicht warum. Vielleicht Designaspekte, ich weiß es nicht. Denn die große Version 1:18 hatte ja auch eine schwarze Motorhaube. Ja? Das verstehe ich nicht. Aber sei es drum. Wie gefällt euch der Wagen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt mir für das Video einen Daumen hoch, würde mich natürlich sehr freuen. Abonniert mich, ja, drückt die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, schaut euch auch, wie gesagt, mal die anderen Rolls-Royce an. Die lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.